Hi und herzlich willkommen! Ich bin Christine von Outdoor Impression und in diesem Video zeige ich, wie ihr euch selbst Trockenfleisch oder Beef Jerky für eure Trekkingtouren, Outdoor-Abenteuer oder einfach so herstellt und haltbar macht. Los geht's direkt nach dem Intro, also bleibt unbedingt dran! Trockenfleisch ist eine gute Energie- und vor allem Eiweißquelle für und nach sportlichen Aktivitäten. Es ist lange haltbar und im Verhältnis zu vielen anderen Proteinquellen leichter und platzsparender. Außerdem ist es dabei noch extrem lecker. Deswegen haben wir auf unseren Outdoor-Abenteuern fast immer welches dabei. Kauft man es fertig, ist die Qualität oft ungewiss und es ist nicht gerade günstig. Daher kann es sich lohnen, das Fleisch selbst herzustellen und es ist deutlich einfacher, als man vielleicht denkt. Wie das geht und was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. Wie viel ihr für euer selbstgemachtes Jerky bezahlt, ist vor allem davon abhängig, welches Fleisch ihr verwendet. Denn dies ist mit Abstand der größte Kostenfaktor. Wenn ihr euch ein besonders gutes Stück besorgt, dann wird die Herstellung in etwa so viel kosten, wie wenn ihr fertiges Jerky kauft in okayer Qualität. Was den Preis ebenfalls beeinflussen kann, ist die Menge. Wenn ihr also wisst, dass ihr auf Vorrat produzieren wollt oder könnt, kann es sich lohnen, direkt ein größeres Stück zu kaufen. Denn dann ist der Kilopreis oft deutlich niedriger, besonders dann, wenn ihr die Möglichkeit habt, es im Großhandel zu besorgen. So machen wir es auch immer. Diesmal habe ich mir ein 4-Kilo-Stück bei der Metro besorgt und dafür nur knapp die Hälfte vom üblichen Kilopreis bezahlt. Euch sollte aber klar sein, dass wir das Fleisch dehydrieren, also das Wasser entziehen. Das heißt, dass ihr am Schluss vom Ausgangsgewicht nur noch ungefähr 1/3 übrig habt. So habt ihr von 1 Kilo Fleisch am Ende ungefähr 350 Gramm Trockenfleisch. Für das Beef Jerky benötigt man mageres Rindfleisch, wie zum Beispiel aus der Ober- oder Unterschale, Keule, Schulter, aber auch Filet eignet sich natürlich sehr gut dafür. Trockenfleisch kann man übrigens auch aus anderem Fleisch herstellen, wie zum Beispiel Hühnchen, aber auch Fisch kann man verwenden. Was benötigt ihr für die Zubereitung an Utensilien? Eigentlich ist es gar nicht so viel, wenn ihr nur mit den Basics arbeiten wollt, reicht schon ein Schneidebrett, ein großes und vor allen Dingen scharfes Messer, ein kleiner Löffel, großer Löffel, eine Schale, um die Marinade anzurühren und am besten noch eine größere Schale, um darin das Fleisch mit der Marinade zu vermischen. Wenn ihr mit dem absoluten Minimum arbeiten wollt, würde das auch schon ausreichen, denn zum Dörren könnt ihr auch den Backofen verwenden, dazu aber später mehr. Wenn ihr aber das beste Ergebnis erzielen wollt, lohnt sich auf jeden Fall ein Dörrautomat. Außerdem sinnvoll sein kann eine Knoblauchpresse, wenn frischer Knoblauch in euer Rezept reinkommt, ein Küchenpinsel, um das Fleisch schön gleichmäßig zu marinieren, Küchenwaage und Gefrierbeutel, um das Fleisch zu portionieren und, wenn ihr das Fleisch hinterher noch schön lange haltbar machen wollt, Vakuumgerät und die dazugehörigen Vakuumbeutel. Eine Liste zu den Utensilien und gegebenenfalls auch Links zu unseren Empfehlungen packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Diesmal habe ich mir ein Stück Oberschale besorgt, 4 Kilo wie gesagt, und die ist in Portionen geteilt von ca. 650 Gramm, weil ich weiß, in einem Durchgang schaffe ich es etwa 650 Gramm Fleisch zu dürren. Die Stücke habe ich dann eingefroren, nicht nur weil es dann länger haltbar ist, für den Fall, dass ich jetzt nicht sofort verwerten möchte, sondern vor allen Dingen deshalb, weil es dann hinterher leichter zu schneiden ist. Das Einfrieren würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Zum Schneiden dann wird das Fleisch vorher nochmal 2 bis 3 Stunden rausgeholt, dass es etwas antauen kann. Das Fleisch schneidet man in etwa 3 bis 5 mm dicke Scheiben. Das ist dann die ideale Größe. Man sollte nämlich immer bedenken, beim Dörren verliert das Fleisch ja auch nochmal an Volumen, dadurch, dass die Flüssigkeit ja entzogen wird und es wird nochmal etwas dünner. Die Scheibe hier wäre mir jetzt zu groß, deswegen teile ich es einfach noch einmal. Dann ist es auch mundgerecht. Noch mal ein paar kleinere Stücke, müssen ja nicht alle exakt gleich aussehen. Wie
kommt der Geschmack ans Fleisch? Natürlich durch die Marinade. Ich mache heute die Sorte Classic, aber es gibt natürlich noch viele andere Sorten. Und die Rezepte zu unseren 4 Lieblingssorten packe ich euch auch mal unten in die Videobeschreibung. Ihr könnt euch natürlich auch Rezepte aus dem Internet raussuchen, da gibt es jede Menge. Oder einfach Freestyle, macht's nach eigenem Geschmack, eigenem Ermessen. Für 650 Gramm Fleisch mit der Geschmacksrichtung Classic mische ich für die Marinade 3 bis 4 Knoblauchzehen. Wenn ihr keine Knoblauchpresse habt, könnt ihr dies auch einfach schneiden. Dazu dann 2 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Koriander, 2 Teelöffel Pfeffer. Ich mische das immer schwarz mit weiß. 2 Teelöffel süßes Paprikapulver, 2 Teelöffel Majoran, 2 Teelöffel Kreuzkümmel, ebenfalls 2 Teelöffel Senf, 2 Esslöffel Worcestersoße, und zu guter Letzt 5 Esslöffel Sojasauce. Gut umrühren. Und fertig ist die Marinade. Jetzt muss die Marinade noch an das Fleisch. Ich benutze dafür einen Pinsel, weil dadurch jede Scheibe schön gleichmäßig mit der Marinade bedeckt wird. So mariniert kommt das Fleisch jetzt für ca. 12 Stunden in den Kühlschrank. Nachdem die Marinade nun 12 Stunden eingezogen ist, kommen wir zum Dörren. Ich verwende dafür einen Dörrtomat, man kann aber wie gesagt auch den Backofen benutzen. Eine Anleitung hierzu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Für erste Versuche ist dies sicher eine Option. Wer aber öfter dörren oder direkt von Anfang an beste Ergebnisse erzielen will, der sollte sich ein Dörrtomat zulegen. Hier kann ich unseren von WMF anstandslos empfehlen. Er bietet alle nötigen Funktionen, hat viel Zubehör und ist bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis vor allem sehr kompakt, sodass er in der Küche oder wenn man ihn verstauen möchte, nicht viel Platz wegnimmt. Einen Link zum Dörrtomaten findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Nun aber zum eigentlichen Dörrvorgang. Dafür legen wir die Scheiben auf den Dörrgittern aus. Darauf achten, dass sich die Scheiben nicht überlappen. Heißt also, die dürfen natürlich nicht so irgendwie übereinander liegen, auch nicht zu dicht aneinander, sondern mit ein bisschen Abstand, dass die Luft dadurch ziehen kann. An den Fleischscheiben ist jetzt natürlich noch sehr viel Marinade dran. Das könnte man auch vorher alles ein bisschen abtupfen, weil sonst bleibt es hinterher an den Gittern ein bisschen kleben. Ich werde aber dafür nachher nach der Hälfte der Dörrzeit die Scheiben einmal rumdrehen. Dann lassen sie sich am Ende viel leichter ablösen. Ich persönlich werde die Marinade aber nicht abtupfen, weil wir lieben es würzig. Da muss also viel dran bleiben. Sind die Fleischscheiben gut verteilt, kann man mit dem Dörren starten. Bei der Temperatur und der Dauer kann man ein bisschen flexibel sein, je nachdem, welche Konsistenz man am Ende erreichen möchte und natürlich, wie dick die Scheiben tatsächlich geworden sind. Ich persönlich bin mit 10 Stunden bei 50 Grad bisher immer sehr gut gefahren. Wenn die Zeit rum ist, kontrolliere ich das Fleisch erst einmal, ob es die Konsistenz erreicht hat, die ich mir gewünscht habe.
Das sieht aber gut aus. Dann lege ich es erst einmal alles raus in eine Schale, lasse es ein bisschen abkühlen, bevor ich es weiter verpacke. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, der Haltbarkeit. Einfach so in der Luft gelagert ist es nur wenige Tage haltbar, das würde ich euch also nicht empfehlen. Wenn ihr es in einem Beutel oder geschlossenen Behälter kühl und dunkel lagert, dann ist es mehrere Wochen haltbar, bis zu 3 Monate ungefähr. Wir vakuumieren es, denn dann ist es bis zu einem Jahr haltbar, kann keine Feuchtigkeit mehr ziehen und ist auch für Reisen gut verpackt. Ein Vakuumiergerät ist nicht sonderlich teuer und generell sehr praktisch, um Lebensmittel haltbarer zu machen. Unseres hier kommt oft zum Einsatz, erfüllt seinen Zweck und war verhältnismäßig günstig. Auch hierzu findet ihr einen Link unten in der Beschreibung. Bei allen Produktlinks handelt es sich übrigens um sogenannte Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr ein Produkt darüber kauft, bekommen wir eine kleine Provision, ihr selbst zahlt aber keinen Cent mehr. Damit würdet ihr uns natürlich sehr unterstützen und ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Die Tüten bestücke ich immer mit ähnlich großen Portionen und auch hier ist die Küchenwaage wieder hilfreich. Bei uns für 2 Personen hat eine Tagesration etwa 80 Gramm, aber das ist natürlich Geschmackssache. Diese Tüten werden dann noch mit Gewicht und Geschmackssorte beschriftet und wenn sie länger eingelagert werden sollen, dann auch noch mit dem Produktionsdatum. Das habe ich mir aber diesmal gespart, weil das Fleisch ist für unsere bevorstehende Finnlandreise gedacht und da wird wohl nichts von übrig bleiben. Die Haltbarkeitsangaben sind natürlich alle ohne Gewähr, denn in einer privaten Küche lässt es sich nur schwer unter Schutzatmosphäre arbeiten und sie hängen auch vom Zustand des Fleisches bei der Verarbeitung ab. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen, wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen und natürlich viel Freude bei euren Abenteuern. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ihr es beim nächsten Mal auch wieder seid. Macht's gut!